3, 2, 1. Hi ihr Lieben, mein Name ist Jonas. Ich bin der 7. von 7 in der Fitness Week zusammen mit GQ und Porsche Design. Danke an der Stelle für die Ausrüstung, danke an der Stelle an GQ fürs Vertreiben und fürs ganze PR. Wir machen als Cult Creators eine Fitnesswoche mit euch. Das heißt, jeden Tag kriegt ihr ein auf euch zugeschnittenes Workout. Das kann Bauch sein, das kann Beine sein. Gestern war Nico dran, soweit ich weiß, mit Bauch. Jede Muskelgruppe soll einmal aktiviert werden, einmal trainiert werden und heute bin ich dran mit einem High-Intensity Cardio Ganzkörperzirkel. Kurz gefasst einfach ein HIIT-Training. Was ich mit euch vorhabe, werde ich gleich erklären. Wir gehen zusammen fast alle Muskelgruppen durch. Wir werden die Beine trainieren, wir werden die Brust trainieren, wir werden an die Schulter gehen, uns an die Arme wagen, den Bauch auch trainieren und das Ganze blockweise abarbeiten. Wichtig für euch ist, dass ihr könnt euch sicher sein, jeder kann jede Übung mitmachen. Das heißt, wir haben für alles eine Abwandlung, manchmal gibt es sogar eine zweite Abwandlung. Das heißt, egal ob ihr Profi seid, egal ob ihr den Sport neu angefangen habt oder vielleicht gerade mittendrin seid, ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, einen einigermaßen angemessenen Reiz für euch zu finden. Alles, was ihr braucht, ist entweder so ein Grip für die Liegestütz oder zum Absetzen der Hände. Wenn ihr den nicht habt, ist das gar kein Problem. Und oder ein Resistance Band, ein Gummiband. Das bleibt aber auch euch überlassen. Auch das geht ohne. Das ist jeweils für die Variation. Die lege ich mir schon mal hier hin. Das Ganze wird gleich meine Trainingsstation sein. Und die Blöcke arbeiten wir folgendermaßen ab. Und zwar gibt es 3 Stück davon. Ich schreibe mir das immer auf einen schlauen Zettel, mein Workout. 3 Blocks. 3 Übungen. Diese 3 Übungen gehen wir mit 15, 15, 15 im ersten Satz durch, dann 12, 12, 12 im zweiten und 10, 10, 10 im dritten. Sodass wir in jedem Block ungefähr auf 110 Wiederholungen kommen. Der erste Block wird sein Burpees. Burpees, für die, die es nicht kennen, machen wir mit, sind in der ausgestreckten Plank-Position. Gehen wir runter, hoch, mit den Armen nach oben. Ihr könnt dabei natürlich auch runter die Grips mitnehmen, die Grips nach oben machen. Ihr könnt allerdings auch einfach nur solche Kicks machen, wenn euch das zu schwer ist. Kein Problem. Oder ihr lasst die Arme beim Springen unten. Davon machen wir 15, 15, 15. Zweite Übung sind Squat Jumps. Also quasi in den Squat gehen und rausspringen. Auch hiervon 15. Und die dritte Übung sind Lunge Kicks, also Ausfallschritt-Kicks. Gehen runter und kicken hier rein. 15, das heißt, wir machen zuerst die Burpees, dann machen wir die Squat Jumps und dann machen wir die Lunge Kicks. 15, 15, 15 im ersten, 12, 12, 12, 10, 10, 10. Wichtig noch, wir haben für diesen Block 6 Minuten Zeit. Das heißt, du stoppst die Zeit, du gibst mir Bescheid. Wenn ich früher fertig bin, habe ich nachher länger Pause. Wird noch erklärt. Erster Block, 15 Burpees. Let's go. So, 15 Burpees gehen über zu 15 Squat Jumps. Runter, hoch.
Wir gehen jetzt zu Lunge Kicks. Wichtig, wir lassen hier keine Pause. Pause gibt es, nachdem man den ersten Satz durchgemacht hat. Zack. 15. Jetzt können wir kurz verschnaufen, was trinken. Wichtig ist, dass so ein HIIT-Training nicht nur den Muskel beansprucht, sondern halt eben auch die Pumpe. Wir wollen schön schwitzen, verbrennen. Die Lunge soll aktiv sein. Wo stehe ich zeitmäßig? 2 Minuten 16, zweiter Satz. 12 von jedem. Let's go. Ihr könnt natürlich auch absetzen. Ist dann ein bisschen leichter. Ich mache gerne noch so einen Liegestütz dazu. 9, 10, 11, 12 und auch wieder keine Pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und jetzt schön 6 auf jeder Seite. Gerade Zahlen sind immer dankbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diese Ausfallschritte merken wir immer im passiven Bein. 4, 5, 6. Und wieder ein bisschen Pause. Zeit. Noch 2 Minuten. Ziel ist es, den Block, wie gesagt, in 6 Minuten abzuarbeiten. Und wir haben 3 solcher Blocks. Das ist jetzt der Beinblock. Gleich haben wir Oberkörper-Vorderseite-Block und dann noch Oberkörper-Hinterseite-Block. Noch ein Durchgang mit 10 und dann haben wir uns die erste kleine Pause verdient. Und 10 Squat Jumps. Acht, 9, 10 und 10 Lunge Kicks. Zeit 5 Minuten 36. Wir machen jetzt 1 Minute Pause plus die Zeit, die ihr quasi gut geschrieben bekommt, wenn ihr unter den 6 Minuten wart. In der Zeit erkläre ich den zweiten Block und sage, was wir machen. Wir haben jetzt gleich Liegestütz, Footsteps und Stand-Up Planks. Ich erkläre das einmal ganz kurz. Liegestütz als Variante, wenn man die Grips hat, breit, zack und hoch. Gerne, wenn man schon ein bisschen fortgeschrittener ist, auch einen engen Liegestütz. Dabei greifen wir so, gehen runter
und drücken uns hier raus. Oder wir machen die Liegestütze auf den Knien, ganz runter, schön diese Streckung hinbekommen und dann rein. Also Liegestütz 15, dann 15 Footsteps, das sind die hier. Stellen uns auf und gehen hier seitlich, kicken wir, damit wir die seitliche Bauchmuskulatur da anspannen. Hier die Seite. 15 Stück und dann 15 Stand-Up-Planks. Auch hier als Alternative gerne auf den Knien. Ich weiß aus eigener Erfahrung, das ist anstrengend genug. Ansonsten aus der Plank-Position den Stand-Up-Plank. Sagst du mir die Zeit? Okay. 20 Sekunden. Und dann geht's los. Wieder 15, 15, 15, 12, 12, 12, 10, 10, 10. Und los geht's. Fünfzehn. Und 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und 15 Stand-Up Planks. Wunderbare Übung übrigens für die gesamte Stabilisation im Rumpf, der Schulter und dem Trizeps. Runter. Zwölf, 13, 14, 15. Ihr könnt dann im zweiten Satz gerne die Arme wechseln, mit denen ihr euch hochdrückt. Weil logischerweise der Arm, also wenn man liegt und ihr drückt euch mit links zuerst hoch, habt ihr nur rechts als Fläche zum Nachdrücken. Andersrum, wenn ihr mit rechts drückt, ist alle Kraft hier drauf und nur links der Stabilisation. Deshalb wechsle ich die beiden ab. Kurz einen Schluck trinken. Erster von 3 Sätzen geschafft. Und dann gehen wir wieder in Liegestütze. Auf geht's. In 5, 4, 3, 2, 1. Und 12 Stück. Und 12 Footsteps. 1, 2. Und 12 Stand-Up Planks. Jetzt nehme ich rechts. Elf, 12. So, wir haben noch 2,5 Minuten Pause. 2,5 Minuten Zeit, um den dritten Satz zu machen. Kurz durchschnaufen. Wer jetzt hier an dem Punkt ist, er macht noch 10 von jedem. Alles, was er zusätzlich an Zeit gut schreibt, hat er dann als Pause. Ich fühle mich gut. Let's go.
10 Stück. Umso länger Pause haben wir. Zehn. Und 9, 10. Vier, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und eine Minute, die wir uns als extra verdient haben. 5 Minuten waren das jetzt. Für euch zum Check. Wir haben jetzt in ungefähr 15 Minuten mit den Pausen eingerechnet 250 Wiederholungen gemacht, roundabout. Das ist schon sehr ordentlich. Da kommen jetzt noch 110, 111 sind das, glaube ich, Wiederholungen dazu im dritten Block. Und am Ende werden wir einen Finisher machen. 2 Sätze, 50 Wiederholungen. Dazu komme ich gleich. Schluck trinken, zuhören, weil jetzt kommt der dritte Block. Wir werden die Hinterseite des Oberkörpers machen. Das heißt, wir werden den Rücken trainieren, hier unten, die Schultern hinten und den Trizeps. Und das Ganze wieder als Dreierblock. Übung Nummer 1, sogenannte Tricep Plank. Ich nenne sie auf Deutsch auch gerne den Trizeps Plank. Sehr spannend. Wir gehen runter in die Plank-Position. Wichtig, die Hände zeigen nach vorne, die Finger. Und wir drücken uns nur aus dem Trizeps, nur hier raus. Hoch. Zack. Alternative zu dieser Übung, weil die sehr anspruchsvoll ist, gerne einen Hocker holen, eine Erhöhung holen oder die Grips benutzen. Beine ausstrecken, Spannung überall und dann drücken wir uns auch aus dem Trizeps hoch. Beansprucht genau dieselbe Muskelgruppe und hat einen ähnlichen Trainingserfolg. Zweite Übung, sogenannte Supermans. Jetzt kommt endlich das Resistance Band zur Geltung. Wenn ihr keins habt, kein Problem. Wir legen uns also auf den Bauch. Der Kopf guckt nach vorne, das ist wichtig. Wenn der Kopf guckt nach unten. Wenn er nach vorne guckt, dann überstrecken wir. Wir wollen, dass er nach unten guckt. Und während die Hüfte unsere Oberschenkel nach oben drückt, bewegen wir uns vorne auch nach oben. Davon 15 Stück. Und dann gehen wir nach vorne. Das Band braucht ihr natürlich nicht, das geht auch ohne vorne. Und dann gehen wir in den sogenannten Russian Twist. Nehmen wieder dieses Band, ziehen es ein bisschen auseinander. Wenn ihr keins habt, kein Problem. Füße in die Luft. Und dann aus dem Bauch rotieren wir. Zeit wird gestoppt. Wir haben 6 Minuten Zeit für 15, 15, 15, 12, 12, 12, 10, 10, 10. Ihr kennt es mittlerweile. Auf die Plätze. Fertig und los. Elf, 12, 13, 14, 15. Und die Supermans 15 Stück. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Und in den Russian Twist.
10, 11, 12, 13, 14, 15. Erster Satz ist geschafft. Zeit. 10 Sekunden Pause. So, jetzt kommen wir in die heiße Phase. Wie ihr seht, bin ich komplett am Schwitzen. Aber das ist dann der Moment, wo man noch einen Gang zulegen sollte. Ja, dann macht es richtig Spaß. 12 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und Supermans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und die Russian Twists. 12 Stück. 1, 12. Zeit. Oh, wir liegen ganz bombig in der Zeit. Wir liegen super in der Zeit für alle, die gerade bei mir sind. Wir haben noch massig Zeit. Einer noch davon und dann kommen die Finisher. Auf geht's. 10 Stück. Kinderspiel. Und 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Danach 10 Mal den Russian Twist. So, und damit haben wir die Blöcke abgearbeitet. Zeit 4 Minuten 14. Das heißt, ihr schnauft durch, ich erkläre die letzten beiden Übungen. Was ich immer gerne mache nach so einem Training, ist quasi 2 Bonussätze anzuhängen. Die mache ich dann auch nicht im Wechsel, sondern die gehe ich hintereinander durch. Und da mache ich dann auch keine 15er Schritte oder 10er Schritte, sondern die will ich dann mindestens 50 Wiederholungen von machen. Das ist meistens eine Bauchübung, noch eine Beinübung. Heute habe ich mir gedacht, machen wir noch einmal Lunge Kicks. Also ihr erinnert euch ganz am Anfang. Zack, die Kicks zum entweder diagonalen Arm oder parallelen Arm. 50 davon, das heißt 25 pro Seite. Und dann nochmal 25 Sit-Ups in ganzer Bewegungslänge. Also Full Amplitude Sit-Ups, wie sie glaube ich auf Englisch heißen. Das heißt, wir winkeln die Beine leicht an, mit den Armen nach hinten, gehen ganz nach vorne, greifen entweder zwischen die Schuhe, also die Füße, fassen uns an die Knie oder an die Knöchel. Ja? Manche nennen das auch Heel Touches, wenn sie ganz nach vorne kommen. Für mich ist das ein ganzer Sit-Up. 50 davon und 50 Lunge Kicks. Zeit? 5 Minuten 28. Wir haben noch 30 Sekunden Zeit. Ich fange schon mal an. Ihr gönnt euch die Zeit. Und dann 25 pro Seite. (14, 15,
16, ich gehe mal einen Schritt nach vorne. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Und die andere Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, jetzt tut's weh, 14, 15, ich zähle von 10 runter, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und fertig. Eieiei. Das ist schon streng. Und jetzt noch 50 Sit-ups. Zehn, 11, 18, 19, 20. Die 50 Sit-Ups könnt ihr euch aufteilen, wie ihr wollt. 5 x 10, 10 x 5, 2 x 25, mir egal. Wichtig ist, ihr macht sie. Und wichtig ist, ihr macht nicht zu viel Pause. So wie ich gerade. Ich mache 2 x 20 und 1 x 10. Zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Was an dieser Übung so schön ist, warum ich die so gerne mache, ist, wenn wir nach hinten gehen und die Arme ausstrecken, haben wir den kompletten Stretch im Bauch, im Oberkörper. Sogar die seitliche Bauchmuskulatur spannt sich dann. Und wenn wir nach vorne gehen, dann kontrahieren wir schön, ziehen die Muskeln schön zusammen und haben dann schönen Bauchschmerz. 10 Stück muss ich noch machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Geschafft. Geschafft. So, das war mein Vorschlag für ein mögliches HIIT-Training bei euch zu Hause. Wenn ihr keine Grips habt, keine Extension Bands habt, ist das kein Problem. Ihr braucht kein Equipment dafür. Jeder kann das nach seinem Empfinden mit seinen Abwandlungen der Übung für sich zu Hause nachmachen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ungefähre Bearbeitungszeit des Workouts 20 bis 25 Minuten, je nachdem wie viel Pause ihr macht. Von meiner Seite aus war es das. Mir hat das riesig Spaß gemacht. Danke an der Stelle nochmal für Porsche Design, für die Ausstattung, für GQ, für alles drumherum.
für die Kult-Creators, die das möglich gemacht haben. Wir als Kult-Jungs wollen euch eine Freude bereiten. Wir sind alle zu Hause. Wir wollen aktiv bleiben, zu Hause bleiben und dabei noch möglichst sportlich aussehen und bleiben. Und in dem Sinne verabschiede ich mich jetzt von euch. Macht's gut, euer Jonas, haut rein.